Lohnen sich Dividenden-ETFs, um sich ein passives Einkommen aufzubauen? Worauf sollte man dabei achten? Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Video. Und am Ende zeigen wir dir 3 interessante Dividenden-ETFs und einen Broker, mit dem du sie kostenlos besparen kannst. Bleib also bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Ohne Arbeit ein regelmäßiges Einkommen zu erhalten, ist sicher für jeden interessant. Die Dividendenstrategie ist dabei eine beliebte Möglichkeit. Sie gilt als solide, da Unternehmen, die eine Dividende ausschütten, in der Regel profitabel und wirtschaftlich stark sind. Die Dividendenstrategie ist attraktiv, da man mit ihr regelmäßige Erträge erwirtschaften kann. Unter den Aktien gibt es derzeit mehr als 120 sogenannte Dividendenaristokraten aus aller Welt. Sie sind der Inbegriff zuverlässiger Dividendenzahler, denn sie haben seit mindestens 25 Jahren ihre Dividenden ständig erhöht. Einige davon, wie etwa Procter & Gamble oder Coca-Cola, sogar seit ca. 60 Jahren. Jedes Jahr, und das trotz mehrerer Wirtschaftskrisen. Die meisten dieser Unternehmen kommen aus den USA, aber auch in anderen Ländern gibt es sie. Aus Deutschland gehört beispielsweise Fresenius zu den Dividendenaristokraten. Um einer Dividendenstrategie zu folgen, kannst du einzelne Aktien auswählen und kaufen. Dadurch entsteht allerdings ein Klumpenrisiko, da du mit deinem Investment in Einzelaktien nicht sehr weit streuen kannst. Du solltest also verschiedene Aktien kaufen, um das Verlustrisiko möglichst breit zu streuen. Mit geringem Budget ist das schwierig. Die Lösung sind ETFs, die ausschließlich aus Aktien bestehen, die Dividenden zahlen. Bei der Auswahl des richtigen ETFs solltest du verschiedene Kriterien beachten. Erstens, die Dividendenrendite. Die Rendite ist die Ausschüttung der letzten 12 Monate je Anteil geteilt durch den Kurs in Prozent. Berechnen wir die Dividendenrendite einmal an einem konkreten Beispiel. Dem iShares Stocks Global Select Dividend 100 UCITS ETF, der die Weltentwicklung der 100 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite in Europa, Amerika und Asien abbildet. Dieser ETF kostet aktuell 26,22 € und die Ausschüttung je ETF lag in den vergangenen 12 Monaten bei 1,01 €. Die Rechnung lautet also 1,01 € mal 100 durch 26,22 € und das ergibt eine Dividendenrendite von 3,85%. Achte beim Vergleich der Dividendenrenditen von verschiedenen ETFs auch auf die Gebühren der sogenannten TER. Unter Umständen kostet ein ETF mit einer hohen Dividendenrendite höhere Gebühren, sodass ein anderer ETF mit geringerer Dividendenrendite, aber auch geringeren Gebühren insgesamt eine bessere Performance bietet. Zweitens, die Ertragsmethode. Für ein regelmäßiges passives Einkommen spielt außerdem die Ertragsmethode eine wichtige Rolle. Es gibt ausschüttende ETFs, wie der, den wir gerade als Beispiel verwendet haben, aber auch tesorierende, bei denen die Erträge automatisch reinvestiert werden. Wenn du also ein passives Einkommen möchtest, dann benötigst du natürlich einen ausschüttenden ETF. Unterscheiden kannst du hier außerdem Anleihen-ETFs und Aktien-ETFs. Bei Anleihen-ETFs ist die Ausschüttung immer gleich, da es sich hier um einen festgelegten Zins handelt. Bei Aktien-ETFs sind die Ausschüttungen variabel, da hier eine Dividende auf den Gewinn gezahlt wird. Die Vorteile der Dividendenstrategie bei ETFs. Erstens, laufendes passives Einkommen. Mit Dividendenaktien hast du regelmäßige Einnahmen und, wenn du in die richtigen investierst, dann steigen die Dividendenzahlungen jedes Jahr. Die ca. 120 Dividendenaristokraten mit 25 Jahren und teils deutlich längere jährlichen Dividendensteigerungen unterstreichen die Planbarkeit der Dividende. Die Dividendeneinnahmen aus Aktien landen außerdem automatisiert auf deinem Verrechnungskonto, ohne dass du etwas dafür tun musst. Also tatsächlich passiv. Um die Zahlung als regelmäßiges passives Einkommen auch bei ETFs zu erhalten, musst du, wie schon gesagt, einen ausschüttenden ETF wählen. Zweitens, solides Investment. Mit dem Kauf von Dividendenwertpapieren investierst du, statt zu spekulieren. Unternehmen, die zuverlässig hohe Dividenden zahlen, sind in der Regel sehr stark aufgestellt. Sie zahlen die Dividende schließlich aus Gewinnen und wirtschaften entsprechend. Außerdem ist dein Anlagehorizont langfristig ausgerichtet, wenn du aus den Ausschüttungen ein passives Einkommen beziehen möchtest. Mit dem Verzicht auf Spekulation minimierst du das Risiko und vermeidest damit einen der wesentlichen Gründe, aus dem viele Anleger an der Börse Geld verlieren. Drittens, hohe Ausschüttungsrenditen.
Schon ETF auf gängige Marktindizes bieten Ausschüttungsrenditen von ca. 2%, was in der aktuellen Niedrigzinsphase beachtlich ist. Spezielle Dividenden-ETFs erreichen teilweise das Doppelte und mehr. Viertens. Der psychologische Effekt. Ohne Dividenden Gewinne zu realisieren, funktioniert nur durch ständiges Trading, was aber eine große Gefahr, insbesondere für Anfänger, birgt. Wenn du aber die Vorteile einer Buy-and-Hold-Strategie mit einem langfristigen Horizont nutzen möchtest, sind Dividenden eine gute Möglichkeit, am Ball zu bleiben. Vermutlich würden mehr Menschen in Aktien investieren, wenn sie wüssten, dass sie regelmäßige Ausschüttungen erhalten könnten, ohne sich ständig mit der Börse beschäftigen zu müssen. Fünftens. Steuern sparen. Die Steuern können bei einer Dividendenstrategie entweder ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Steuern fallen bei Gewinnen durch Aktien erst in dem Moment an, wenn sie realisiert werden, also wenn Geld auf deinem Konto landet. Das gilt sowohl für Kursgewinne als auch für Dividenden. Einen Steuervorteil hast du, wenn du deinen Sparerpauschbetrag noch nicht ausgeschöpft hast. In Deutschland liegt dieser Freibetrag zum Zeitpunkt des Videos bei 801 € für Unverheiratete und für Verheiratete bei 1602 €. Die Abgeltungssteuer von 25% zahlst du nur für Beträge, die darüber liegen. Wann und warum die Dividendenstrategie steuerlich auch ein Nachteil sein kann, erfährst du gleich. Nachteile. Erstens. Geringere Diversifikation. Wenn du dich hauptsächlich auf Dividendentitel konzentrierst, sind deine Möglichkeiten zur Risikostreuung geringer. Es gibt nämlich Arten von Unternehmen, die nur selten, nur geringe oder gar keine Gewinnausschüttungen vornehmen. Dazu gehören kleinere Aktien oder Wachstumsaktien von Unternehmen, die ihre Gewinne lieber im Unternehmen reinvestieren, als sie zum Teil auszuschütten. Investierst du also ausschließlich in Dividendenaktien, verpasst du diese und andere Aktiengruppen und damit eventuell auch Renditechancen. Zweitens. Es gibt keine Garantie. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann es passieren, dass ein Unternehmen auch mal keine Dividenden zahlt und deshalb aus dem jeweiligen Dividendenindex und damit auch dem ETF fällt. Da der ETF aus mehreren Aktien besteht, ist das aber kein großes Problem, da du ja weiterhin die Dividenden der anderen Aktien erhältst und sich nur die Gewichtung ändert. Drittens. Steuern. Wie schon beim Vorteil Nummer 5 gesagt, kann eine Dividendenstrategie auch steuerliche Nachteile mit sich bringen. Nämlich dann, wenn dein Steuerfreibetrag bereits ausgeschöpft ist. In diesem Fall ist es besser, zusätzliche realisierte Gewinne möglichst zu vermeiden. Jedenfalls dann, wenn du das Geld nicht unbedingt zum Leben brauchst. Denn je später die Gewinne versteuert werden, desto länger kannst du von den unversteuerten Kursgewinnen profitieren. Du nutzt den Zinseszinseffekt effektiver. Wie groß ist die Auswahl an Dividenden-ETFs? Als Anleger kannst du in ETFs für globale, europäische und sogar deutsche Dividendentitel investieren. Gleich stellen wir dir aus jedem Bereich einen Dividendenindex sowie jeweils einen Dividenden-ETF vor. Dabei handelt es sich nicht um eine Anlageempfehlung. Für deutsche Aktien stehen dir 2 Dividendenindizes zur Auswahl. Im DIV-DAX sind beispielsweise die 15 DAX-Titel mit der höchsten Dividendenrendite. Ausgewählt werden sie auf Basis der historischen Ausschüttungsrenditen. Dabei wird die zuletzt gezahlte Dividende ins Verhältnis zum Kurs am Ausschüttungstag gesetzt. Die Gewichtung erfolgt auf Basis der Marktkapitalisierung und ist auf maximal 10% je Einzelaktie begrenzt. Als Beispiel zeigen wir dir hier einmal den iShares DIV-DAX UCITS ETF mit der Wertpapierkennnummer 263527. Er enthält die 15 DAX-Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Das Volumen des ETFs liegt bei 507 Millionen €. Die Replikation ist physisch, das heißt die Aktien werden 1:1 nachgekauft. Der ETF ist ausschüttend und das mindestens jährlich. Die Kosten sind mit 0,31% per annum sehr gering. Und die Ausschüttung lag bei 39 Cent in den letzten 12 Monaten. Im Bereich der Dividenden-ETFs für europäische Dividendentitel stehen dir 15 Indizes zur Auswahl. Zum Beispiel der Eurostoxx Select Dividend 30, der mit 30 Wertpapieren schon deutlich stärker diversifiziert als der deutsche DIV-DAX. Unternehmen der folgenden 11 Länder sind enthalten: Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien. Unternehmen in diesem Index erfüllen folgende Kriterien: ein positives Dividendenwachstum über 5 Jahre, Dividendenzahlung in mindestens 4 der letzten 5 Jahre und keine negative Ausschüttungsquote. Die Gewichtung erfolgt auf Basis der aktuellen Dividendenrendite. Auch hier wollen wir dir einmal ein Beispiel zeigen, und zwar den iShares Eurostoxx Select Dividend 30 mit der Wertpapierkennnummer 263528.
Er enthält die 30 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus der Eurozone. Das Volumen des ETFs liegt bei 559 Millionen Euro. Die Replikation ist physisch, das heißt, die Aktien werden 1:1 nachgekauft. Der ETF ist ausschüttend und das mindestens jährlich. Die Kosten sind mit 0,31% per annum sehr gering und die Ausschüttung lag bei 56 Cent in den letzten 12 Monaten. Für weltweite Dividendenaktien stehen dir 10 Indizes zur Auswahl. Hier zum Beispiel der MSCI World High Dividend Yield, in dem ca. 327 Dividendentitel aus den weltweiten Industrieländern vertreten sind. Für die Listung im Index ist die Dividendenrendite von mindestens 30% über dem Durchschnitt des MSCI World Index nötig. Außerdem darf es kein negatives Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren gegeben haben. Die Gewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung mit einer maximalen Gewichtung von 5% je Einzeltitel. Ein Beispiel für diesen Index wäre der iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF 1D USD mit der Wertpapierkennnummer A2DRG5. Er enthält Aktien aus den Industrieländern weltweit mit einer gleichbleibenden überdurchschnittlichen Dividende. Das Volumen des ETFs liegt bei 140 Millionen Euro. Die Replikation ist physisch, das heißt, die Aktien werden 1:1 nachgekauft. Der ETF ist ausschüttend und das halbjährlich. Die Kosten betragen noch günstige 0,39% per annum und die Ausschüttung lag bei 14 Cent in den letzten 12 Monaten. Der beste Broker für Dividenden-ETFs. Wenn du Dividenden-ETFs kaufen oder mit einem Sparplan besparen möchtest, wähle am besten einen Broker, bei dem keine Ordergebühren dafür anfallen. Unten in der Beschreibung verlinken wir dir unseren Depot-Tipp für ETFs sowie ein Video mit einem ETF-Sparplan-Vergleich. Lohnt sich die Dividendenstrategie? Sie lohnt sich vor allem dann, wenn du auf einen regelmäßigen Cashflow-Wert legst. Ein guter Vergleich ist der Kauf einer Immobilie zur Vermietung. In diesem Fall kaufst du das Haus oder die Wohnung, um von Wertsteigerungen zu profitieren und Mieteinnahmen zu erhalten. Dafür musst du in Kauf nehmen, dass du von Zeit zu Zeit nicht so hohe Kursgewinne verzeichnen kannst. Entschädigt wirst du durch hohe und regelmäßige Dividendenzahlungen. Wenn du den regelmäßigen Cashflow nicht benötigst, ist eine breite Streuung sinnvoller, um gut zu diversifizieren. Wenn du dabei ETFs benutzt, solltest du tesorierende ETFs wählen, um deine Steuerlast zu stunden und so stärker vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Wir hoffen, dir hat das Video zum Thema Dividendenstrategie mit ETFs gefallen. Wenn ja, dann lass uns gerne einen Like da, wir würden uns sehr freuen. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.